Hallo, heute ist Samstag, der 10. August 2019. Das heutige Thema habe ich eigentlich schon mal in einem älteren Video besprochen. Vor 2 Jahren habe ich nämlich eine ganze Videoreihe darüber gemacht, welche Auswirkungen das Testosteron bei der Hormonersatztherapie bei Transpersonen bewirkt. Diese Videoreihe verlinke ich euch einfach mal hier in der Infoleiste, muss ich jetzt hier nicht nochmal aufzählen. In einem dieser Videos ging es dabei um den Intimbereich und um das Genitalwachstum, was unter dem Einfluss von Testosteron stattfinden kann. Damals habe ich allerdings relativ hypothetisch herum erzählt und habe nicht wirklich so mit Bildmaterial dienen können. Natürlich offensichtlich, da aus Jugendschutzgründen bei YouTube es nicht möglich wäre, Fotos von echten Genitalien in die Kamera zu halten. Aber Schnurz ist klug und liebt es zu basteln, deswegen habe ich mir neulich ein bisschen Modelliermasse besorgt und habe mir größte Mühe gegeben, ein paar Vulven zusammenzukneten, um euch das mal so exemplarisch vorzuführen. Schließlich ist mit Bildmaterial und mit Visualisierung das Ganze einfach noch ein bisschen besser vorstellbar. Die Vulven, die ich hier allerdings geknetet habe, sind keinen echten Menschen nachempfunden. Die habe ich mir also mehr oder weniger ausgedacht, habe mich dabei aber natürlich von echten Beispielen inspirieren lassen, weil das soll ja einigermaßen mit der Realität harmonieren, was ich euch hier zeige. Fangen wir mit diesen Ausgangslagen mal an. So oder so ähnlich könnte ein Genital vor dem Start der Testosterontherapie aussehen. Nur um nochmal kurz unsere Anatomiekenntnisse aufzufrischen, ein kleiner Crashkurs. Achtung, Transpersonen, es folgen Anatomiebegriffe mit weiblicher Konnotation, nur so zur Info. Also, das Ganze, was man von außen sehen kann, das nennt man Vulva. Zu beiden Seiten liegen die großen Schamlippen oder auch Labien genannt. Innerhalb von denen können sich nun mehr oder weniger stark ausgeprägte kleine Labien befinden. Von denen eingefasst befindet sich hier der Scheideneingang. Die Scheide oder Vagina ist tatsächlich nur der Bereich am Genital, der in den Körper hineinführt. Wenn wir ein Stück hochgehen, könnte hier in etwa der Harnröhrenausgang liegen. Das ist nämlich der Grund, warum Frauen, die einen Tampon tragen, trotzdem pinkeln gehen können. Und noch ein Stück höher liegt ein mehr oder weniger kleiner oder großer Knubbel. Manchmal ist er ganz klein und flach, sodass man ihn fast gar nicht sieht. Manchmal ist er versteckt von der Vorhaut. Bei anderen ist er ganz prominent ausgeprägt. Dieser Knubbel wird landläufig Klitoris genannt, wobei es sich dabei genau genommen nur um einen kleinen Teil der Klitoris handelt. Dieses Organ ist nämlich selbst viel größer und erstreckt sich unter der Haut sehr weit, verzweigt sich sogar und so weiter. Aber genau dieser Teil der Vulva ist besonders interessant. Jetzt nicht nur, weil es als Lustzentrum gilt, das auch, sondern weil dieser Teil vom Aufbau her dem Penis sehr ähnlich ist. Auch die Klitoris besitzt einen Schaft, der ist bei manchen besser, bei anderen schlechter zu sehen, aber er führt von dem kleinen Knubbel nach oben Richtung Bauchnabel. Meist sieht der Schaft lediglich aus wie eine Hautfalte, aber die ist prall gefüllt mit Nervenbahnen. Der kleine Knubbel der Klitoris stellt letztlich nichts anderes als die Eichel dieses Schafts dar. Und eingehüllt oder manchmal sogar komplett bedeckt wird auch diese Eichel von einer Vorhaut. Also auch das kennen wir vom Penis. Alles klar? So, was passiert nun, wenn Testosteron ins Spiel kommt? Die kurze Antwort lautet, es wächst. Die lange Antwort lautet, es kommt drauf an. Erstmal wächst nicht grundsätzlich bei allen Menschen das Genital, die mit der Testosterontherapie beginnen. Und bei denen, die Wachstum verzeichnen können, wächst es nicht nach einem bestimmten Schema. Manche kriegen mehr, andere weniger, wie so oft. Wenn allerdings Wachstum eintritt, dann kommt es früh. Viele Transmänner beschreiben schon nach wenigen Tagen eine stark gestiegene Empfindlichkeit und erhöhte Libido. Das sind schon erste Anzeichen dafür, dass sich da etwas tut. Der größte Wachstumsschub war bei mir zum Beispiel nach 3 Monaten bereits beendet, nur um mal so eine Hausnummer zu nennen. Hier an den Beispielen seht ihr mal verschiedene mögliche Wachstumsergebnisse. Was sich in den meisten Fällen ändert, das ist die Klitoriseichel. Die wird schlichtweg voluminöser und sie wird auch empfindlicher. Aber auch der Schaft kann an Breite gewinnen. Dann sieht die Hautfalte, unter der er sich verbirgt, einfach ein bisschen dicker aus und er kann auch länger werden. Manchmal passiert auch nicht alles von dem, was ich beschrieben habe. Wie immer gilt halt, alles kann, nichts muss. Als Faustregel wird in Transkreisen gerne gesagt, das Wachstum von Schaft und Eichel überschreitet nicht die Länge des eigenen Daumens. Allerdings finde ich das nicht so ganz ersichtlich, von wo bis wohin dabei gemessen wird und wie schon angedeutet, liegt ja der größte Teil des Klitorisschafts unter der Haut. Es könnte also mühselig werden mit dem Messen. Also, ich weiß nicht. Ihr seht schon, das Ergebnis kann sehr unterschiedlich ausfallen. Und wir können auch nicht davon sprechen, dass den Leuten ein Penis wächst, wie ihn die meisten Cis-Männer haben. Auch wenn manche Transmänner ihr Wachstum liebevoll als Testopimmel bezeichnen. Aber gut, Transmänner geben sämtlichen anatomischen Bestandteilen zwischen ihren Beinen gerne mal andere Bezeichnungen. Jedenfalls
unter einer Hose versteckt, wird der Vorher-Nachher-Unterschied kaum zu sehen sein. Was allerdings schon passieren kann, das hat mit der Erregbarkeit zu tun. Hart werden können nämlich grundsätzlich alle Genitale, nur bei den Penissen sieht man das viel besser, weil halt einfach mehr Grundvolumen da ist. Wenn Klitoris, Schaft und Eichel nun aber größer werden, dann gibt es auch mehr Gewebe, was sich bei Erregbarkeit versteifen kann. Manche Transmänner beschreiben es deswegen tatsächlich, dass sie es sehen können, wenn sie erregt sind, weil sie dann so einen richtigen kleinen Ständer haben. Aber wie so oft gilt das natürlich nicht für alle, aber für manche. Okay, ja gut, ich habe auch ein Beispiel gebastelt mit einem Modell von einem Ständer. Hier bitte. So könnte das zum Beispiel aussehen. Aber mal unter uns gesprochen, da muss man schon ziemlich reich beschenkt worden sein von der Testosteronfee, damit das so aussieht und so steht. Abgesehen von der Größe kann man aber hoffentlich im Modell auch schon erkennen, die Verwandtschaft zum männlichen Genital ist nicht mehr zu leugnen. Gerade die Eichel kann bei manchen tatsächlich so eine Form annehmen wie die Eichel von Cis-Penissen, aber das kann man auf echten Farbfotos besser erkennen als auf meinen farblosen Modellen. Gut, das war's schon wieder mit dem Video für heute. Das war nochmal eine kleine abschließende Lehrstunde zum Gucken. Praktisch als Ergänzung, wenn ihr mehr informelle Details haben wollt über die Auswirkungen der Testosterontherapie auf den Genitalbereich oder auf alles mögliche andere. Hier in der Infoleiste habe ich den Link zu der Playlist eingefügt mit den Videos, die ich vor 2 Jahren gemacht habe. Wenn ihr da Interesse habt, klickt euch am besten da durch. Ich hoffe jedenfalls, ihr habt mit dem Video heute trotzdem was gelernt und es war interessant für euch. Falls ihr selbst transmaskuline Menschen sein solltet, die mit dem Gedanken spielen, mit der Testosterontherapie vielleicht zu starten, bitte fragt mich nicht nach irgendwelchen Anhaltspunkten, wie groß das Wachstum bei euch ausfallen könnte. Ich kann euch das nicht sagen. Das kann euch kein Mensch sagen. Es kommt, wie es kommt. Aber trotz allem drücke ich euch natürlich die Daumen für eure Entwicklung, egal ob da oder am restlichen Erscheinungsbild, dass ihr glücklich werdet, dass alles so kommt, wie ihr euch das wünscht. Und an alle anderen da draußen ebenfalls viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Modellierende Grüße vor allem. Ja, euer Kater Schnurz.